Yeah. Das ist ihr Leben. Was hast du für eine Macke? Es ist wie guter Rotwein. Sie liebt einfach, gegraut zu werden. Mein Name ist Jessica von Bredow Werndl. Wir sind hier in Aubenhausen. Neben mir steht Dalera. Herzlich willkommen. Sie liebt einfach, gegraut zu werden, gekuschelt zu werden. Hier stehen wir eigentlich an einem ganz guten Punkt. Hier ist quasi meine Steilgasse entlang der großen Reithalle. Hier ist Bennys Bereich, Raphaels Bereich, Eilikas Bereich. Das hier ist jetzt mein Bereich, mein Stall. Ich schmeiß mal eine Runde Karotten. Du bist auch schon freudig erwartet. Das ist die Zaire. Tolle, die kennt man auch. Ja, ihr ist jetzt als Lehrmeisterin unterwegs, Ja, oder? das macht sie super. Und die Königin, die kann lachen. Kann man gescheit lachen? Yeah, yeah. Auch wieder so ein Schönling. Ja. Wir stehen jetzt hier auf unserer Rennbahn. Die geht hier einmal ganz außen rum, ist 500 Meter lang. Ich würde sagen, mein Lieblingsarbeitsplatz, wenn ich nicht gerade im Wald bin. Ich glaube, dieser Ausblick ist was, an das wir uns nie gewöhnen werden. Komm, Fox, komm. Gassi, Gassi, komm. Versuch, dass es noch zweifelsfreier wird. So ein bisschen, genau. Gut, ein bisschen mehr sitzen noch. Sehr gut. Jessica, es ist wirklich wunderschön hier und wir stehen hier bei Dalera, deinem Top-Pferd. Ihr beide seid ja ein richtiges Dream-Team. Ich glaube auch, dass es da draußen kaum jemanden gibt, der sich für Reitsport interessiert und euch beide nicht kennt. Aber doch für den Fall der Fälle würden wir gerne eine Schnellfragerunde mit dir machen. Okay. Bist du bereit? Ja. Wir spielen entweder oder. In der Schule. Letzte Reihe oder erste Reihe? Letzte Reihe. Warst du eine gute Schülerin? Sagen wir es mal so, am Anfang lieber letzte Reihe. Da habe ich eher mehr geschwätzt und nicht aufgepasst. Das habe ich aber irgendwann im Laufe der Schule dann verstanden, dass es cleverer ist, gleich mitzuschreiben im Unterricht und aufzupassen. Und am Ende war es eher die erste Reihe, weil ich gelernt habe, dass es doch schlau ist, nicht so viel nacharbeiten zu müssen zu Hause. Also das war so ein bisschen Abwechslung. Ja. Pizza, Pasta oder Pommes? Pizza und Pasta, vegan. Lieber lange schlafen oder früh aufstehen? Ich kann beides, aber ich würde gerne öfter länger schlafen. Schritt oder Trab? Schritt ausreiten, Trab und Galopp ausreiten. Kommt aufs Pferd drauf an. Also ausreiten. Ausreiten. Ausreiten ist aber gut. Instagram oder Facebook? Instagram. Lieber hier in Aubenhausen sein oder auf den Turnieren? Aubenhausen. Oder mit der Lehrer auf Turnier. Ich glaube, die hat es sehr genossen, diese schöne Zeit mit mir im Sommer. Du konntest dich gerade ja nicht so richtig entscheiden, aber letztendlich wird der Grundstein für die Turniere ja auch hier in Aubenhausen dann gelegt. Ihr zwei, ihr hattet ja auch ein ganz schön erfolgreiches Jahr hinter euch. Ihr seid Doppel-Olympiasieger geworden, ihr seid Triple-Europameister geworden, zweimal Deutsche Meister. Und dann auch noch dieser tolle Abschluss jetzt in Stockholm. Wann wusstest du, dass du so ein besonderes Pferd unterm Sattel hattest? Also ich fand sie schon immer besonders, vor allen Dingen charakterlich. Sie kam ja zu mir, da war sie schon 8 Jahre alt. Aber so das Gefühl, wirklich alles ist möglich, hatte ich das erste Mal 2019 in Rotterdam in der Kür. Das hat sich so leicht und so besonders angefühlt. Und da dachte ich, ja, irgendwie, ich glaube, es ist echt alles möglich. Wie war denn eure erste Begegnung? Kannst du dich daran noch erinnern? Ich habe sie gesehen bei ihrer Besitzerin Beatrice Büchler-Keller zu Hause in der Schweiz. Und ich schaue ja den Pferden immer ganz gerne in die Augen.
Und ich habe ihr in die Augen geschaut und ich habe irgendwie schon das Gefühl da gehabt, dass es ein ganz besonders, eine besondere Seele da ist, also so ein ganz besonderes Wesen ist. Und das war auf jeden Fall ein schöner Moment. Viele von euch haben die beiden wahrscheinlich schon mal in Aktion gesehen, aber für alle, die das noch nicht haben, gibt es jetzt einmal eine Kostprobe von 2019, denn da wart ihr auch beim CAIO unterwegs. Mit ihrem Rockstar, mit TSF Dalera BB, Jessica von Bredow-Berngel. Superb, yes. My goodness me. That was brilliant. Really absolutely brilliant. Yeah, yeah. Einfach herrlich, diese Bilder von euch aus Aachen. Auch damals schon seid ihr Dritte im Deutschen Bankpreis geworden mit knapp 88%. Auch damals schon zu La La Land. Also eine ganz besondere Kür, die euch bis heute begleitet. Wann ist dir denn die Idee für die Kür gekommen und warum hast du gedacht, das ist die Kür für Dalera? Da war ich auf dem Flug nach Omaha zum Weltcup-Finale mit Uné und habe diesen Film gesehen auf dem Flug. Und ich bin angekommen. Meine Mama hat mir diesen Film ans Herz gelegt, dass ich mir den doch bitte mal anschauen soll, dass sie die Musik so toll findet. Und in Omaha angekommen, habe ich sofort Nicole Penzig eine WhatsApp geschrieben, dass ich unbedingt mit Dalera, da war die noch gar nicht Grand Prix fertig, eine Grand Prix-Kür auf La La Land haben möchte. Wann war das? 2015, kann das sein? Ja. Nein, 16. 2016. Im April 2016. Wow. Da war sie noch nicht auf Grand Prix-Niveau, da war sie auf S-Niveau. Ja. Und wann war dir klar, dass du mit der Kür so was Goldenem auf der Spur bist? Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe einfach nur gemerkt, dass mir die Musik unheimlich viel Spaß macht und dass ich auch das Gefühl hatte von Anfang an, dass sie sich damit total identifizieren kann. Also sie spürt den Rhythmus und es hat sich immer nach Tanzen angefühlt. Einfach tanzen und so soll ja auch Dressur sein und deswegen wusste ich, dass die Musik einfach passt. Gerade diese Momente, die ihr gerade miteinander teilt, du kraulst sie an ihrer Lieblingskraulstelle. Das sind ja auch so Momente, die dir unglaublich wichtig sind. Ich erinnere mich da an ein Video von euch beiden in Tokio, wo du sie dann eingeflochten hast vor der Prüfung, wo ihr nochmal eure Zweisamkeit genießen konntet. Wie wichtig sind dir solche Momente? Sehr wichtig. Und auch diese Bindung und dass meine Pferde glücklich sind für mich überhaupt die Voraussetzung, dass ich diesen Sport mache. Am Ende haben wir ja alle auch Reiten begonnen, weil wir Tiere lieben, weil wir Pferde lieben, weil wir diese Pferde, sind ja was ganz Besonderes auch für mich. Und das ist immer so geblieben und das steht bei mir über allem. Und ich glaube, dass diese Bindung, die wir haben, mir schon oft geholfen hat, wenn es mal ein bisschen eine stressige Situation gab für ein Pferd, dass sie dann doch über ihren Schatten gesprungen sind und es einfach gut machen wollten. Wir interessieren uns natürlich auch nicht nur für dein jetziges Ich beim Reiten, sondern wir interessieren uns natürlich auch für deine Reitanfänge. Und da fragen wir jetzt aber nicht dich, sondern da fragen wir mal deinen Papa und horchen da mal genau nach, was er uns so erzählt von kleinen Jessica. Ihr erstes Pferd war so ein scheckiges kleines Pony und wir haben sie nicht gefunden nach der Schule und dann lag sie im Stall auf ihrem Pferd, beide haben geschlafen und da wussten wir eigentlich damals schon, das ist ihr Leben mit den Pferden, für die Pferde. Wir waren früher mal sogar ganz toll in wunderschönen Urlaubsgebieten und haben wieder mal vorgeschlagen, 14 Tage, da mal wieder hin. Da war es still am Tisch und dann sagte die Jessie zu mir, Papi, 5 Tage fahren wir weg, allerhöchstens, allerlängstens. Das Leben mit den Pferden hier empfindet Jessie und Benny aber auch wie ein Paradies. Es
war so, dass die Jessie vor ungefähr 15 oder 20 Jahren von dem Klaus Balkenhol damals gefragt wurde, hier, was willst denn du mehr machen, Jessie? Ich will Olympiasiegerin werden, war ihre Antwort. Also für sie ist es vielleicht schon ein Fixziel gewesen. Für mich und meine Frau war der Weg immer unser Ziel. Also wir haben ja, das ist ja 30 Jahre Periode, da kannst du ja nicht immer vom Olympiasieg träumen, sondern man muss immer den Moment genießen. Und ich sehe das Leben auch so an hier, dass das die Summe der Momente sind, die wir genießen müssen. Und dass dann ein Olympiasieg kommt, ist eine wunderbare Sache, aber auch nur ein Moment. Wie wichtig ist euch die Unterstützung der Familie? Sehr wichtig. Also ich glaube nicht, dass wir da wären, wenn wir nicht so einen Familienzusammenhalt hätten. Das haben wir auch von den Eltern schon so vorgelebt bekommen, dass wenn man zusammenhält in der Familie, ist man stärker, und das leben wir jetzt auch und versuchen das auch wieder an unsere nächste Generation weiterzugeben. Ja, ihr beide seid ja schon ein richtig eingespieltes Team, aber wie war das dann in Tokio? Da wart ihr ja getrennt voneinander. Wie ist da die Kommunikation zwischen euch beiden gelaufen? Also wir haben, glaube ich, jeden Tag telefoniert oder zumindest gewhatsappt. Ja, also wir haben wirklich viel Kontakt gehabt. Und der Benny hat mir auch immer noch Tipps gegeben. Das war also ich wollte dir eigentlich Tipps geben und nochmal auch die Details so durchgehen. Aber eigentlich hat sie mir immer erzählt, wie sie es machen will, und hatte einen genauen Plan. Und ich habe dazugehört. Und ein wesentlicher Satz war immer, es muss nicht perfekt sein, den sie mir gesagt hat. Und dann habe ich auch gesagt, ja, stimmt, muss nicht perfekt sein. Und dadurch war es perfekt, weil sie sich selbst auch den Druck genommen hat, perfekt sein zu müssen. Und das ist sicher eins der Geheimnisse gewesen, dass sie dann auch mental so stark war. Ja, wie ist das denn dann, wenn man hier als Bruder in Deutschland sitzt und die Schwester tritt gerade bei Olympia an? Also konntest du da gut hingucken? Nee, das war ganz hart für mich. Also zum einen, dass ich nicht dabei war, das war schon mal für mich hart. Aber auch hier das dann anzuschauen und den Moment so machtlos, ich meine, wir sind jetzt echt diesen Weg über so viele Jahre gemeinsam gegangen. Und dann möchte man natürlich auch, dass sie Erfolg hat, dass ihr das gelingt. Und also da ist dann in dem Moment des Olympiasiegs so viel auch von mir abgefallen, so viel Spannung, und also das kommt auch immer noch wieder hoch. Das ist so was Besonderes für uns beide. Wir unterstützen uns ja wirklich sehr, und insofern fühle ich mich auch irgendwo dann am Olymp angekommen jetzt schon. Das heißt aber nicht, dass unsere Reise hier endet, aber das ist schon was Großartiges, was da passiert ist dieses Jahr. Ja, also ihr feiert den Erfolg dann auch gemeinsam. Und ich meine, seitdem hat sich ja auch viel verändert. Seitdem bist du, Jessica, überall deutschlandweit in den Medien. Wie war das für euch? War das jetzt eine große Umstellung danach? Es war anstrengender. Also eine sehr anstrengende Zeit bis jetzt, weil ich habe zwar wirklich oft und viel abgesagt, aber ein paar Sachen einfach doch auch machen müssen, habe ich auch das Gefühl gehabt, dass es wichtig ist und richtig ist, und das ehrt einen ja auch, wenn man ins Sportstudio eingeladen wird und die vielen Interviewanfragen hat. Aber natürlich ist es auch schön. Die Leute kennen einen einfach jetzt, wenn man hier im Supermarkt ist oder zur Bank geht. Das ist schon ungewohnt. Sie ist jetzt Doppel-Olympiasiegerin, das ist schon einfach was Besonderes. Aber wir versuchen, dass wir uns nicht verändern, und dass sich auch hier in Aubenhausen nichts verändert. Also das Wichtigste hat sich nicht verändert, und das ist unser Alltag und die Arbeit mit den Pferden und dieses Team, das Miteinander, ist gar kein Unterschied. Also und auch die Familie natürlich. Für meinen Sohn ist es völlig egal, ob ich Olympiasiegerin bin oder nicht, und genau das ist ja auch so gut. Das ist ja das Wichtigste. Wie ist das denn im Alltag? Seid ihr da immer so eine eingeschworene Einheit, oder gibt es da auch mal Zoff wie bei anderen Geschwistern auch? Klar. Ja, aber wir sind immer weniger. Wir sind vor allen Dingen auch mal anderer Meinung, was sicher auch dazu beiträgt, sich weiterzuentwickeln, weil man betrachtet Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln. Und manchmal ist es dann auch ein Streit, der aber relativ kurz ist, weil wir wissen, dass wir uns brauchen. Also spätestens beim nächsten Pferd ist das ganze Thema vorbei, weil dann das sind sehr kurze Streitereien. Aber in der Summe ist es so intensiv, wie wir zusammenarbeiten.
da ist Streit ganz minimal. Und also das wäre fast unnormal, wenn bei so einer intensiven Zusammenarbeit nie eine andere Meinung mal aufkäme. Und es ist schon außergewöhnlich, wie gut wir zusammenarbeiten. Ja, aber es ist irgendwie auch ein bisschen beruhigend, dass es bei euch auch so ist wie normal, bei normalen Geschwistern. Ja, klar. Benjamin, dann haben wir noch eine Frage an dich. Gibt es da vielleicht auch eine Macke, die sie hat? Die Jessie hat Macken, wie ich auch Macken habe, wie jeder hat. Eine spezielle, was hast du für eine Macke? Nee, passt so, wie sie ist. Nee, okay. Man merkt, ihr seid hier in Aubenhausen auf jeden Fall schon ein ganz eingeschworener Haufen. Auch gerade nach Olympia wurdest du ja auch total herzlich hier empfangen. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Beste Team! Wir haben gerade unglaublich emotionale Bilder gesehen. Hättest du denn damit gerechnet? Wie war das für dich? Das nach Hause kommen, wieder emotional. Es war ein ganz toller Empfang. Es war Musik, es waren alle vom Team da und ja, ich meine, das Team ist ja auch ein ganz wichtiger Teil von dem Erfolg, weil alleine schafft man es nicht. Und wenn die anderen so toll empfangen und mitfeiern und auch das als ihren Sieg sehen, das ist natürlich ganz was Tolles. Das glaube ich dir sofort. Das war bestimmt auch eine super schöne Überraschung. Wir haben jetzt auch eine kleine Überraschung, die daran natürlich nicht drankommt. Aber wir haben jetzt ein paar Begriffe und es wäre super, wenn du einmal eine Karte ziehst, dann steht da drauf ein Begriff und dann sagst du das Erste, was dir dazu einfällt. Dann fangen wir mit dem ersten an. Gold. Davon gab es dieses Jahr so viel wie noch nie in meinem ganzen Leben. Ja, Gold. Doppelgold der Deutschen Meisterschaft, Tokio, Europameisterschaft. War schon abgefahrene Saison, ein abgefahrenes Jahr. Das ist das Erste, was mir zu diesem Begriff einfällt. Bist du bereit für den nächsten Begriff? Ja. Das ist ein sehr schöner Begriff. Familie. Familie ist für mich Heimat, Ankommen, Liebe, Geborgenheit. Einfach ein ganz wichtiger Anker in meinem Leben. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich eine so tolle Familie habe. Nächster Begriff. Das sind aber schöne Begriffe. Ja. Glück. Da fällt mir ein Sprichwort ein, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Und das merke ich immer wieder, dass ich das Glück am meisten spüre, wenn ich mit dieser Dankbarkeit verbunden bin. Okay, den nächsten Begriff, der geht in ein bisschen andere Richtung. Konkurrenz. Konkurrenz belebt das Geschäft, Konkurrenz macht dich besser, Konkurrenz ist auch was Positives. Und zwar bei meinem Bruder und mir war das schon immer positiv, weil wir sind irgendwie immer Konkurrenten und Mitstreiter gewesen und trotzdem Teamplayer. Und das sind wir auch heute. Und gerade wenn man mit so guten Trainingspartnern trainiert, wie ich jetzt mit meinem Bruder habe, auch mit dem Raphael, da wird man dadurch einfach besser. Also das stachelt an, sich weiterzuentwickeln. Das nächste. Gio Aachen. Ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist, als ich glaube 21 war. Bin ich das erste Mal in Aachen geritten. Und wenn man das Gio Aachen so im Fernsehen die Jahre davor verfolgt hat und auch professionell reitet, beziehungsweise damals waren wir bei den Junioren-Jungreitern schon sehr, sehr gut,
da hat man immer davon geträumt, einmal in Aachen reiten zu dürfen. Mein allererster Auftritt beim Giro Aachen war nicht sehr erfolgreich. Benni und ich haben uns um die letzten beiden oder letzten 3 Plätze da gekloppt, so ungefähr. Wir waren beide echt nicht gut. Umso schöner ist, dass ich da jetzt schon richtig, richtig tolle Erfolge auch im Nationenpreis feiern durfte. Auf die Tafel habe ich es noch nicht geschafft, aber das wäre noch ein Ziel. Also ein Ziel fürs nächste Jahr. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Okay. Jetzt kommt der letzte. Zweifel. Guter Begriff. Zweifel habe auch ich immer wieder. Ist auch gut so. Auch die Angst, etwas nicht zu schaffen, hat mich gelehrt. Das konnte ich früher noch nicht so gut damit umgehen. Aber wenn ich Angst habe, bin ich achtsam, bin ich wach. Wenn ich mir meiner Sache nicht zu sicher bin, bin ich mehr im Hier und Jetzt, wie wenn ich mir meiner Sache zu sicher bin. Und ich habe gelernt, das auch in was Positives umzuformulieren. Und dazu zähle ich jetzt auch die Zweifel. Zweifel gehören dazu. Zweifel haben mich mein ganzes Leben begleitet. Auch die Zweifel, ob ich es jemals schaffen kann, Fuß zu fassen im Spitzensport. Die hatte ich extrem vor 10 Jahren. Und ich bin froh, dass ich sie überwunden habe. Dankeschön, das sind wir, glaube ich, alle. Und jemand, der dir da, glaube ich, richtig gut geholfen hat, ist Une. Den wollen wir jetzt natürlich einmal besuchen. Aber vorher seht ihr noch mal Jessica und Une in Aktion in Aachen. Aus Deutschland, from Germany mit Une BB, Jessica von Bredow-Werndl. Wir stehen jetzt hier bei Une, dem Pferd, das dir den Weg in den großen Sport geebnet hat. Würdest du einmal eure Beziehung beschreiben? Er ist ja für dich ein ganz besonderes Pferd. Ja, er war, wie du schon gesagt hast, so der Icebreaker. Also mit ihm war ich das erste Mal im Olympiakader und bin mein erstes Championat in Aachen 2015 geritten. 3-mal im Weltcup-Finale ganz vorne mit dabei. Also ich bin ihm für alles so wahnsinnig dankbar, weil das alles für mich das erste Mal war. Das erste Mal bei den Senioren da oben mit zu wirken, sage ich jetzt mal. Und ich habe vor allen Dingen auch von ihm als Charakter so viel gelernt. Am Anfang musste ich echt so ein bisschen um seine Zuneigung und Liebe kämpfen. Ich bin dann sehr einfallsreich geworden. Ich habe dann Piaf Passage beispielsweise nur noch im Wald geritten und habe mich interessant gemacht für ihn, dass er sich jeden Tag wirklich auf mich gefreut hat, wenn ich gekommen bin. Und das ist so das Schönste eigentlich, was er mich gelehrt hat, vor allen Dingen, wenn ein Pferd schon ausgebildet zu einem kommt. Der hat ja schon im Nürnberger Burgpokal mit Jasmin Zaunsburger war er schon sehr gut und sie hat ihn auch schon bis Inter 2 geritten gehabt. Und es ist schon was anderes, wenn man ein Pferd übernimmt, was jemand anderer ausgebildet hat, um dann quasi erstmal seine Sprache zu verstehen, um eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Und da habe ich ganz, ganz, ganz viel lernen dürfen von ihm, weil wir sonst immer nur junge Pferde selbst ausbilden. 2018 hast du ihn ja dann in Frankfurt verabschiedet. Wie war dieser Moment für dich? Sehr emotional, gefüllt von extremer Dankbarkeit. Wirklich, ich war einfach auch so wahnsinnig dankbar, dass ich das alles erleben durfte. Und gleichzeitig natürlich auch Traurigkeit, weil diese besondere Reise zumindest in der Öffentlichkeit jetzt zu Ende geht. Aber die Zusage von Beatrice, dass er einfach bis zu seinem letzten Atemzug hier bleiben darf, war natürlich genial. Und er genießt sein Leben hier, würde ich behaupten, sehr. Wie sieht so sein Rentneralltag aus? Täglicher Weidegang, einmal die Woche Aquatrainer, Freispringen, 4-mal die Woche reiten. Also der wird total fit gehalten, ist auch topfit, trabt super los, toi toi toi.
Und das soll auch noch hoffentlich ganz viele Jahre so bleiben. Immer wieder, wenn meine Nichte zu Besuch kommt, darf sie auf ihm reiten. Da ist er unheimlich sanftmütig, weich, vorsichtig. Und das spricht einfach auch für den ganz besonderen Charakter, weil der kann natürlich frech sein. Und der hat auch Power, aber er ist einfach wahnsinnig intelligent. Ja, wie ihr sehen konntet, von Langeweile keine Spur, auch im Alter. Jetzt geht es aber einmal vom alten Hasen zum jungen Gemüse, denn wir besuchen jetzt deine Nummer 2 im Stall, Ferdinand. Ihr habt Ferdinand ja gerade schon ein bisschen näher kennengelernt. Er ist 2009 geboren, dieses Jahr bei uns in Aachen das erste Mal am Start gewesen und dann auch direkt den Meckle-Preis gewonnen im Grand Prix Spezial. Steht hier dein nächstes Top-Pferd? Ja, er ist schon ein Top-Pferd. Also er hat jetzt auch seinen ersten Weltcup gewonnen und die Ausbildung hat ein bisschen länger gedauert bei ihm. Also er ist schon 12, aber ich glaube, er ist wie guter Rotwein. Je älter, desto besser. Also jetzt fängt es an, richtig Spaß zu machen. Ja, jetzt bekommt er auch die Kraft und die Selbstverständlichkeit. Verschmust war er schon immer. Ja, ist ja auch schön, dass ihr ihm dann auch hier die Zeit gibt. Wäre das denn ein Pferd, was auch in die sehr großen Fußstapfen von Dallera treten könnte? Ich halte immer grundsätzlich alles für möglich und würde mich freuen, wenn es so ist. Also ich sage jetzt nicht ja auf jeden Fall, aber ich traue es ihm zu. Aber du willst das auch nicht ausschließen. Ja. Ja, okay. Ich weiß ja schon, dass er ein echter Frauenschwarm ist, ein Hannoveraner und ein Wallach. Aber könntest du ihn noch so ein bisschen mehr charakterisieren? Wie ist er so im Alltag? Er ist so ein bisschen der Klassenclown. So auf der Stallgasse ist er eher ziemlich lustig. Ist aber auch wahnsinnig verschmust. Also man sieht es hier auch gerade. Er sucht immer uns und die Zuneigung. Und beim Arbeiten ist er eigentlich sehr bemüht. Er will es gut machen. Er ist auch sehr, sehr, sehr ehrlich, auch in der Prüfung. Er möchte einfach gefallen und hat, glaube ich, auch echt viel Spaß an der gemeinsamen Arbeit. Und je stärker er ist, je mehr Kraft er hat, desto leichter fällt ihm natürlich auch alles. Ja, was sagt er zu Aachener Sörs? Hat es ihm da gefallen? Ja, ich war erstaunt, wie entspannt er war. Also ich habe auch nicht gewusst, wie er jetzt mit dieser besonderen Kulisse umgehen wird. Aber ich finde, das hat er sehr souverän gemacht. Ja, das stimmt. Und das mit Erfolg. Ja, jetzt wirst du dich gleich in seinen Sattel schwingen und wir dürfen ein bisschen zuschauen. Da freue ich mich persönlich schon sehr drauf. Super. 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 Ja. So. Halt. Ja, ja. Super. Es ist nicht einfach herrlich, den beiden bei der Arbeit zuzuschauen. Ich könnte das eigentlich den ganzen Tag machen. Aber die Reithalle hier ist ja nicht der einzige Ort, der für das Training der Pferde genutzt wird. Deswegen
Hier ist unser Fitnessbereich und Wellnessbereich. Kommt rein. Hier ist die Waage, Pferdewaage. Hier haben wir ein Laufband. Das haben wir im Boden gesetzt, damit es für die Pferde auch leichter ist, rauf und runter zu gehen. Kann man natürlich auch die Pferde bergauf gehen lassen. Hier haben wir einen Aquatrainer. Der ist selbsterklärend super. Jedes Pferd, das da schon mal drin gelaufen ist mit Wasser, will da auch wieder rein. Also das macht denen auch echt Spaß. Aber wir lassen die maximal 2-mal die Woche Aquatrainer oder Laufband gehen. Einfach als ergänzende und abwechslungsreiche Trainingsmethode. Auf der Rückseite haben wir, da kann man von vorne mal reinschauen, ein Sohlefass. Das ist, wenn die mal Hautthemen haben oder mal Husten haben, dann ist es natürlich genial. Kommt hier oben die Sohle raus und wir setzen uns dann mit den Pferden hier rein. Ist für uns auch gesund. Und dann kommt hier ein Heunetz hin und die können nebenbei ein bisschen Heu knabbern und mögen es auch gerne. Ja, warum habt ihr euch für ein Fass entschieden? Das wurde so angeboten in dieser lustigen Form. Aber dadurch ist es natürlich der Raum so klein wie möglich und trotzdem gibt es den Pferden das Gefühl von Platz. Wenn es jetzt so, ich glaube jetzt mal eckig wäre, dann würde das so ein bisschen einengend wahrscheinlich wirken. Genau. Die nächste Frage, die ich dir stellen möchte, kommt allerdings gar nicht von mir und nicht von uns, sondern von unserer Community. Die durfte dir nämlich auch ein paar Fragen stellen. Bist du bereit? Ja. Die erste Frage kommt von Christine Wagner von der Serenity Fields Farm. Wenn man sich entscheiden muss zwischen dem Wohl des Pferdes und zwischen dem, was einen selbst am meisten voranbringt, wie schafft man das da, sich dann auch fürs Pferd zu entscheiden und trotzdem gleichzeitig noch erfolgreich zu sein? Also das Wohl des Pferdes steht über allem. Das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig und das ist für mich so eine Grundvoraussetzung, dass wir einfach alles in unserer Macht Stehende tun, um den Pferden einfach schon mal ein tolles Leben zu ermöglichen, dass denen einfach gut geht, dass sie einfach glücklich sind. Die Frage zielt jetzt auch ein bisschen darauf ab, wenn ich trainiere, wenn ich einfach mit der erstmöglichen Lektion, die mir oder keine Ahnung, Pirouette, die mir ein Pferd anbietet, einfach nicht zufrieden bin und mir denke, boah, das reicht aber einfach nicht für ganz oben. Natürlich wiederhole ich die Sachen, aber es ist so ein Riesenunterschied, ob ich es verbissen tue oder ob ich es auf eine motivierende Art mache. Und ich bin auch perfektionistisch. Ich möchte auch, dass meine Pferde sich ordentlich hinstellen oder sich tragen in der Pirouette, aber man kann es in einer Art kommunizieren, die motivierend ist. Und da haben wir, glaube ich, einen tollen Weg gefunden. Das war auch bei mir noch nicht immer so, aber ich habe das einfach gelernt, den Pferden das auf eine nette und spielerische Art zu erklären. Miss XY fragt, welchen Beruf hättest du gemacht, wenn du nicht Dressurreiterin geworden wärst? Früher wollte ich Kindergärtnerin werden, dann wollte ich Grundschullehrerin werden, dann wollte ich Tierärztin werden und am Ende Profireiterin. Ja, eigentlich hast du dich dafür entschieden. Irgendwas von denen wahrscheinlich. Dann fragt Isa Shetty, warum reitest du ausgerechnet Dressur und was ist für dich der entscheidende Punkt für die Dressur gewesen? Also als ich kleiner war, bin ich auch gerne gesprungen. Aber die Dressur war ja schon immer so die Voraussetzung auch fürs Springen. Daher hat unser Reitlehrer, der Paul Elsenbaumer, der immer noch hier ist, der hat dann schon immer gesagt, die Dressur ist die Basis für alles. Und irgendwie hat mich dieses Detailverliebte und dieses korrekte Sitzen und dieses bisschen Ballettähnliche, womit ich die Dressur auch gerne vergleiche, ziemlich schnell fasziniert. Und früher war ich ziemlich mutig. Ich glaube, am Mut hat es nicht gescheitert, dass ich auch gesprungen wäre. Heute bin ich froh, dass ich nicht über diese riesen Ochser da im großen Preis von Aachen zum Beispiel springen muss. Deswegen bin ich sehr froh über meine Entscheidung. Jetzt fragt die Jackie, hast du eine Lieblings-Yoga-Übung und kannst du die einmal vormachen? Ich habe mehrere Lieblings-Yoga-Übungen. Am liebsten mache ich den herabschauenden Hund, aber der schaut so blöd aus, den mache ich jetzt nicht. Zum Beispiel den Krieger. Krieger 1. Das ist eine super Reiterübung, weil es richtet uns auf. Wir sind quasi wie so Tänzer. Du kannst noch tiefer gehen. Hei. Und öffnet die Brust, öffnet das Herz. Und danach geht es mir meistens sehr gut. Und es dehnt super gut. Ich merk's.
die Innenseiten unserer Beine. Und schön die Hüfte gerade, es öffnet auch die Hüfte. Schön nach vorne schauen. Und dann müssen wir das Ganze noch zur anderen Seite machen. Sonst ist es nicht gleichmäßig. Okay, 45 so nach Grad, vorne, das hintere so. Bein, genau, Okay. vorne so tief wie möglich und dann nach vorne ausrichten. Es öffnet deine Hüfte, dehnt die Innenseiten deiner Beine. Schultern trotzdem zurücknehmen und die Arme nach oben, Blick nach vorne. Gerda fragt, welches Pferd, das du reitest, würde sich auch als Springpferd umfunktionieren lassen? Uné. Uné springt wahnsinnig gern und auch sehr gut. Und egal, wie ich das Cavaletti oder den kleinen Sprung treffe, der macht es. Uné ist das richtige Stichwort, denn wir haben ja auch noch unsere Basketball-Challenge und ich glaube, da wäre er der richtige Kandidat, oder? Ich habe mir überlegt, ich würde gerne den Uné nehmen, ja. Da habt ihr ja hervorragende Treffer gerade erzielt. Von Alter noch gar keine Spur hier bei Uné. Vielen Dank, dass wir heute hier sein durften. Es hat super viel Spaß gemacht, dich und deine Pferde noch mal näher kennenzulernen. Hat auch mit euch Spaß gemacht. Dankeschön. Mit den Pferden. Also dürfen wir wiederkommen? Ja, Das ist ja schon mal beruhigend. nächstes Jahr. Und wenn euch da draußen die Folge gefallen hat, dann dürft ihr natürlich liken, ihr dürft kommentieren, was ist denn euer Lieblingspferd von Jessica? Und natürlich dürft ihr uns auch kostenlos abonnieren und könnt natürlich auch Jessica und den Abenhausen-Kanälen folgen. Das haben wir euch in der Infobox verlinkt. Ansonsten wünschen wir euch jetzt einen schönen Tag. Macht's gut! Ciao.